Willkommen auf unserem Sprachübungskanal. In diesem Video verbessern wir unsere Hör- und Sprechfähigkeiten durch verschiedene Alltagsgespräche. Englische Untertitel sind verfügbar und Sie können mithilfe der automatischen Übersetzungsfunktion in den YouTube-Einstellungen ganz einfach zu Ihrer Landessprache wechseln. Lasst uns jeden Tag gemeinsam unsere Sprachkenntnisse üben. Lektion 1: Abenteuer auf der Wunschliste. Hallo Anna, ich habe gerade von diesem unglaublichen Wanderweg in den Bergen gehört. Das klingt erstaunlich. Ich werde es auf jeden Fall zu meiner Liste der zu besuchenden Orte hinzufügen. Sie werden nicht enttäuscht sein. Die Aussicht soll atemberaubend sein. Ich kann es mir nur vorstellen. Ich liebe es, von der Natur umgeben zu sein. Es ist so erfrischend. Absolut. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, von der Hektik des Alltags abzuschalten. Ja, ich finde, dass es mir wirklich hilft, Zeit im Freien zu verbringen, um den Kopf frei zu bekommen. Ebenfalls. Haben Sie noch weitere Orte auf Ihrer Wunschliste? Ich tue. Ich möchte den Grand Canyon besuchen und dort den Sonnenuntergang sehen. Das ist eine fantastische Wahl. Die Farben des Sonnenuntergangs vor dem Hintergrund der Schlucht müssen atemberaubend sein. Genau. Ich habe Bilder gesehen und es sieht aus wie ein Gemälde. Warst du dort? Noch nicht, aber es steht definitiv auch auf meiner Liste. Ich möchte die Weite persönlich erleben. Sie sollten eine Reise planen. In dieser Gegend gibt es auch tolle Wandermöglichkeiten. Das stimmt. Vielleicht können wir eine Gruppenreise organisieren und gemeinsam erkunden. Ich liebe diese Idee. Es würde Spaß machen, diese Erfahrungen mit Freunden zu teilen. Definitiv. In guter Gesellschaft machen Abenteuer immer mehr Spaß. Lektion 2: Lebensmitteltag. Hallo Anna, ich gehe später in den Laden. Brauchen Sie etwas? Sicher. Wie viel Milch brauchen Sie? Mir reicht schon ein Liter. Ich mag mein Müsli mit Milch am Morgen. Das hört sich gut an. Normalerweise bevorzuge ich Mandelmilch. Es hat einen schönen Geschmack. Mandelmilch ist köstlich. Ich habe es in Smoothies probiert und es ist großartig. Ja, es sorgt für eine schöne Cremigkeit, ohne zu schwer zu sein. Benötigen Sie weitere Lebensmittel? Ich sollte auch etwas Obst und Gemüse mitnehmen. Frische Produkte sind wichtig. Absolut. Ich habe vor, diese Woche einen Salat zu machen. Was ist mit dir? Ich denke darüber nach, eine Pfanne mit viel buntem Gemüse zuzubereiten. Lecker. Das klingt gesund und lebendig. Haben Sie ein Lieblingsgemüse? Ich liebe Paprika. Sie sorgen für eine schöne Knusprigkeit und Süße. Paprika sind großartig. Ich füge auch gerne Brokkoli hinzu, wegen seiner Konsistenz und Nährstoffen. Gute Wahl. Ich werde auf jeden Fall welche abholen. Probieren Sie neue Rezepte aus? Ja, ich habe ein neues Nudelrezept gefunden.
das Zucchini-Nudeln anstelle normaler Nudeln verwendet. Das klingt interessant. Ich habe gehört, dass Zucchini-Nudeln eine tolle kohlenhydratarme Option sind. Das sind sie wirklich. Es ist eine unterhaltsame Art, traditionelle Nudelgerichte abzuwandeln. Das muss ich vielleicht mal ausprobieren. Lassen Sie mich wissen, wie es ausgeht, wenn Sie es zubereiten. Ich werde. Und wenn Sie neue Rezepte finden, teilen Sie sie auch mit mir. Definitiv. Kochen macht immer mehr Spaß, wenn wir Ideen austauschen. Lektion 3. Aufholen. Hey Anna, es ist schon eine Weile her. Wie geht es dir? Hallo John, ich war großartig. Und du? Gibt es aufregende Neuigkeiten? Eigentlich bin ich gerade von einem Wochenendausflug an die Küste zurückgekommen. Es war erfrischend. Das klingt erstaunlich. Ich liebe den Strand. Was hast du da gemacht? Wir erkundeten die Küste, gingen schwimmen und probierten sogar lokale Meeresfrüchte. Lecker. Frische Meeresfrüchte sind die besten. Hattest du ein Lieblingsgericht? Definitiv. Die Muschelsuppe war unglaublich. Es war so cremig und aromatisch. Ich kann es fast schmecken. Ich wollte schon immer versuchen, Muschelsuppe zu Hause zuzubereiten. Das ist eine tolle Idee. Kochen kann eine unterhaltsame Möglichkeit sein, diese Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Genau. Was ist mit dir? Haben Sie in letzter Zeit neue Hobbys entdeckt? Ja, ich habe angefangen, Surfen zu lernen. Es ist eine Herausforderung, macht aber so viel Spaß. Surfen klingt aufregend. Hast du es geschafft, gute Wellen zu erwischen? Ein paar. Es braucht Übung, aber es fühlt sich großartig an, wenn man endlich damit fährt. Ich wette, es muss auch ein tolles Training sein. Gehst du oft hin? Ich versuche, jedes Wochenende dorthin zu fahren, wenn das Wetter es zulässt. Es ist meine neue Lieblingsbeschäftigung. Das ist inspirierend. Ich sollte eines Tages zu dir kommen. Es klingt nach einem Riesenspaß. Absolut. Ich hätte gerne einen Surfkumpel. Lasst uns gemeinsam einen Tag am Strand planen. Lektion 4. Kulinarische Abenteuer. Hallo Anna, ich habe über mein nächstes Kochabenteuer nachgedacht. Das klingt spannend. Was steht als nächstes auf Ihrer Kochabenteuerliste? Ich möchte versuchen, hausgemachte Pasta von Grund auf zuzubereiten. Ich habe gehört, dass es wirklich lohnend ist. Oh, das ist eine fantastische Idee. Frische Nudeln schmecken viel besser als im Laden gekaufte. Genau. Ich habe mir ein paar Videos angesehen und es scheint ein unterhaltsamer Prozess zu sein. Haben Sie eine bestimmte Nudelsorte im Sinn? Ich denke darüber nach, Fettoxine zu machen. Es passt gut zu cremigen Saucen. Lecker! Fettuccine Alfredo ist einer meiner Favoriten. Hast du vor, die Soße auch zu machen? Ja, ich möchte eine klassische Alfredo-Sauce aus Butter, Sahne und Parmesankäse zubereiten.
Das hört sich köstlich an. Für zusätzlichen Geschmack sollten Sie auch darüber nachdenken, etwas Knoblauch hinzuzufügen. Tolle Idee. Knoblauch verstärkt immer den Geschmack. Haben Sie schon einmal Pasta gemacht? Ich habe es einmal gemacht und es war eine kleine Herausforderung, aber es hat sich gelohnt. Der Geschmack war unglaublich. Ich kann es mir vorstellen. Habt ihr Tipps für einen Anfänger wie mich? Definitiv. Stellen Sie sicher, dass Sie den Teig gut durchkneten und ruhen lassen, bevor Sie ihn ausrollen. Danke für den Rat. Daran werde ich mich erinnern. Möchtest du bei der Kochsession dabei sein? Ich würde gerne. Es wird Spaß machen, gemeinsam zu kochen und gemeinsam zu lachen. Eindrucksvoll. Ich freue mich auf unser kulinarisches Abenteuer. Lektion 5. Die Kraft der Selbstreflexion. Hallo Anna. Hast du jemals über die Vorteile der Selbstreflexion nachgedacht? Absolut. Ich finde es unglaublich wertvoll für die persönliche Weiterentwicklung. Für mich hilft es mir, Muster in meinem Verhalten und meinen Gedanken zu erkennen. Das ist ein toller Punkt. Das Erkennen dieser Muster kann zu sinnvollen Veränderungen führen. Genau. Manchmal wird mir klar, dass ich in verschiedenen Situationen gleich reagiere. Und das öffnet mir die Augen. Ja, es ist wie ein Spiegel, der unsere guten und schlechten Gewohnheiten widerspiegelt. Haben Sie eine bestimmte Methode zur Selbstreflexion? Ich schreibe meine Gedanken gerne regelmäßig auf. Es hilft mir, meine Gefühle und Erfahrungen zu verarbeiten. Journaling ist ein fantastisches Werkzeug. Ich habe gehört, dass es auch die geistige Klarheit verbessern kann. Definitiv. Wenn man Dinge aufschreibt, fühlt man sich oft leichter damit umzugehen. Ich habe darüber nachgedacht, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Ich denke, es könnte meine Perspektive verändern. Das ist eine wunderbare Idee. Wenn Sie sich auf das konzentrieren, wofür Sie dankbar sind, kann dies Ihre allgemeine Stimmung verbessern. Mir ist aufgefallen, dass das Nachdenken über positive Momente einen Ausgleich zu schwierigen Zeiten schafft. Absolut. Es geht darum, dieses Gleichgewicht zu finden und freundlicher zu uns selbst zu sein. Ich stimme zu. Selbstreflexion kann eine wirkungsvolle Möglichkeit sein, Selbstmitgefühl zu kultivieren. Genau. Lassen Sie uns dazu übergehen, öfter darüber nachzudenken und unsere Erkenntnisse miteinander zu teilen. Das würde mir gefallen. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, sich gegenseitig beim Wachstum zu unterstützen. Lektion 6. Morgenunfälle. Morgen, Anna, hast du gut geschlafen? Hallo John. Ja, aber es gibt ein Problem. Oh nein, was ist passiert? Als ich aufwachte, stellte ich fest, dass es kein heißes Wasser gab. Das ist frustrierend. Haben Sie überprüft, ob die Heizung funktioniert? Das habe ich. Es scheint, als wäre es kaputt. Möglicherweise muss ich einen Klempner rufen. Das klingt nach einer guten Idee. Es macht keinen Spaß, den Tag ohne eine warme Dusche zu beginnen. Genau. Ich habe mich wirklich darauf gefreut.
Was ist mit dir? Hattest du eine gute Nacht? Das habe ich getan, bin aber wegen des Lärms draußen früh aufgewacht. Oh nein, was geschah? Sie führten in der Nähe Bauarbeiten durch. Es war ziemlich laut. Das ist nervig. Es ist schwer, sich bei all dem Lärm zu entspannen. Das ist es wirklich. Ich habe versucht, es mit Musik zu übertönen, aber es hat nicht viel geholfen. Ich kann es mir vorstellen. Manchmal ist es einfach das Beste, das Chaos zu akzeptieren. Wahr. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal in ein paar gute Ohrstöpsel investieren. Das ist eine kluge Idee. Es könnte einen großen Unterschied in Ihrer Schlafqualität machen. Sicher. Und wenn ich endlich meine heiße Dusche bekomme, werde ich mich viel besser fühlen. Absolut. Hoffen wir, dass der Klempner mein Problem auch schnell beheben kann. Daumen drücken. Ein guter Start in den Tag macht alles besser. Lektion 7. Hightech-Räder. Hey Anna, hast du die neuesten Elektroautomodelle gesehen? Hallo John, ja, ich habe eine Präsentation darüber gesehen. Sie sehen unglaublich aus. Ich weiß richtig, die Technologie ist einfach umwerfend. Welches ist Ihnen aufgefallen? Der mit der Selbstfahrfunktion. Stellen Sie sich vor, Sie entspannen sich, während das Auto selbst fährt. Das wäre großartig. Aber glauben Sie, dass es sicher ist, einem Computer das Fahren anzuvertrauen? Das ist ein guter Punkt. Es bestehen immer noch Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit. Was denken Sie? Ich glaube, dass es mit der richtigen Technologie und den richtigen Tests sicher sein kann. Außerdem könnte es Unfälle reduzieren. Stimmt, aber wie sieht es mit dem Fahrspaß aus? Ich liebe das Gefühl, die Kontrolle zu haben. Das verstehe ich. Es hat etwas Berauschendes, ein Hochleistungsauto zu fahren. Genau. Sind Sie schon einmal ein Auto mit erweiterten Funktionen wie dem Spurassistenten gefahren? Ja, ich habe es kürzlich ausprobiert. Es war faszinierend, wie er sanft wieder in die Spur lenkte. Wow, das hört sich cool an. Das würde ich gerne erleben. Glaubst du, du würdest eines kaufen? Wenn ich das Budget hätte, würde ich es auf jeden Fall tun. Sie sind wie ein Blick in die Zukunft. Sicher. Ich frage mich, wie Autos in 10 Jahren aussehen werden. Irgendwelche Vorhersagen. Vielleicht fliegende Autos oder Autos, die miteinander kommunizieren können, um dem Verkehr auszuweichen. Das wäre fantastisch. Stellen Sie sich vor, Sie stecken nie wieder in der Klemme. Und denken Sie an die Auswirkungen auf die Umwelt. Sauberere Autos könnten unserem Planeten wirklich helfen. Absolut. Es ist spannend darüber nachzudenken, wie Technologie unser Leben verändern kann. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Innovationen als nächstes in der Automobilwelt kommen. Lektion 8. Die Macht von Lebensläufen. Hallo Anna, ich habe gelesen, wie wichtig ein aussagekräftiger Lebenslauf ist. Hallo John,
Das ist ein tolles Thema. Glaubst du, dass es wirklich einen Unterschied macht? Absolut. Ein gut gestalteter Lebenslauf kann die Aufmerksamkeit eines Arbeitgebers sofort erregen. Ich stimme zu. Es ist wie Ihr erster Eindruck auf dem Papier. Was sollte Ihrer Meinung nach enthalten sein? Schlüsselkompetenzen und Erfahrungen sind entscheidend. Sie sollten zeigen, was Sie für den Job mitbringen können. Ja, und ich denke, die Formatierung ist auch wichtig. Ein klares Layout erleichtert die Lesbarkeit. Definitiv. Wenn es unübersichtlich ist, kann es sein, dass der Arbeitgeber es nicht einmal zu Ende liest. Haben Sie jemals jemandem bei seinem Lebenslauf geholfen? Ja, ich habe letzten Monat einem Freund geholfen. Wir haben uns darauf konzentriert, seine Leistungen hervorzuheben. Das ist klug. Hat er danach irgendwelche Vorstellungsgespräche bekommen? Er hat es getan. Er wurde zu 2 Interviews eingeladen, was fantastisch ist. Wow, das ist beeindruckend. Ich denke, dass es auch wichtig ist, Ihren Lebenslauf an jede Stelle anzupassen. Genau. Es zeigt, dass Sie wirklich an der konkreten Stelle interessiert sind. Und es ermöglicht Ihnen, die relevantesten Erlebnisse hervorzuheben. Rechts. Haben Sie Ihren Lebenslauf in letzter Zeit jemals aktualisiert? Das habe ich tatsächlich getan. Ich habe meine neuen Fähigkeiten aus den Online-Kursen, die ich besucht habe, hinzugefügt. Das ist großartig. Kontinuierliches Lernen ist auf dem heutigen Arbeitsmarkt von entscheidender Bedeutung. Wahr. Glauben Sie, dass Anschreiben noch notwendig sind? Ich glaube, Sie können eine persönliche Note verleihen und Ihre Motivation erklären. Ja, es ist eine Chance, Ihre Geschichte über die bloßen Fakten in Ihrem Lebenslauf hinaus zu erzählen. Genau. Es geht darum, sich in der wettbewerbsintensiven Joblandschaft abzuheben. Ich frage mich, wie viele Menschen sich tatsächlich die Zeit nehmen, ihren Lebenslauf zu perfektionieren. Es ist überraschend. Viele unterschätzen seine Bedeutung. Ein kleiner Aufwand kann viel bewirken. Lektion 9. Helden der Geschichte. Hallo Anna, ich habe über Harriet Tubman und ihre unglaubliche Reise gelesen. Hallo John, sie war eine bemerkenswerte Frau. Was hat sie am meisten inspiriert? Ich liebe es, wie sie so viele Menschen in die Freiheit geführt hat, genau wie eine Heldin aus alten Zeiten. Das stimmt. Es erinnert mich daran, wie Moses die Israeliten aus Ägypten führte. Genau. Beide Persönlichkeiten bewiesen in schwierigen Zeiten großen Mut und Führungsstärke. Glauben Sie, dass Ihre Geschichten auch heute noch Menschen inspirieren? Absolut. Sie lehren uns über Resilienz und den Kampf für Gerechtigkeit. Ich stimme zu. Es ist faszinierend, wie Ihre Taten den Lauf der Geschichte veränderten. Ja, Harriet Tubman Bemühungen waren von entscheidender Bedeutung für die Underground Railroad. Was ist mit Moses? Seine Geschichte ist für viele Religionen und Kulturen von zentraler Bedeutung. Rechts. Er symbolisiert für viele Menschen Befreiung und Hoffnung. Wie können wir Ihrer Meinung nach Ihre Lehren heute in unserem Leben umsetzen?
Wir können für das Richtige eintreten und den Bedürftigen helfen, so wie Sie es getan haben. Das ist eine starke Botschaft. Es geht darum, einen Unterschied zu machen, egal wie klein. Genau. Jeder Akt der Freundlichkeit kann eine positive Wirkung auf unsere Gemeinschaften haben. Glauben Sie, dass das Geschichtenerzählen eine Rolle dabei spielt, Ihr Erbe am Leben zu erhalten? Definitiv. Das Teilen ihrer Geschichten trägt zur Bildung anderer bei und inspiriert zukünftige Generationen. Ich liebe es, wie Geschichten Kluften zwischen verschiedenen Kulturen und Zeiträumen überbrücken können. Ja, sie erinnern uns an unsere gemeinsame Menschlichkeit und die Kämpfe, die wir überwunden haben. Es ist wichtig, diese Persönlichkeiten zu ehren und aus ihren Reisen zu lernen. Finden Sie nicht auch? Absolut. Ihr Mut sollte uns motivieren, in unserem eigenen Leben mutig zu sein. Lektion 10. Die Entdeckungsreise. Hallo Anna, ich habe über die Reise nachgedacht, seine Leidenschaft zu finden. Hallo John, das ist ein interessantes Thema. Was hat Sie dazu bewogen, darüber nachzudenken? Ich habe gelesen, wie Menschen oft Schwierigkeiten haben, aber schließlich ihre wahre Berufung finden, so wie Ellen. Oh, ich liebe Ellen. Ihr Weg zum Erfolg zeigt, dass sich Beharrlichkeit auszahlt. Genau. Es ist eine Erinnerung daran, dass Herausforderungen am Ende zu etwas Erstaunlichem führen können. Glauben Sie, dass jeder eine einzigartige Leidenschaft hat, die darauf wartet, entdeckt zu werden? Ich glaube schon. Manchmal braucht es einfach Zeit und Erkundung, um es aufzudecken. Das stimmt. Welche Möglichkeiten gibt es Ihrer Meinung nach, unsere Leidenschaften zu entdecken? Das Ausprobieren neuer Aktivitäten oder ehrenamtliches Engagement kann uns die Augen für neue Interessen öffnen. Tolle Idee. Ich habe durch die Teilnahme an Workshops und Kursen so viel gelernt. Ja, auch das Kennenlernen neuer Menschen während dieser Erlebnisse kann uns inspirieren. Denken Sie, dass es jemals zu spät ist, eine neue Leidenschaft zu entdecken? Gar nicht. Viele Menschen entdecken später im Leben neue Leidenschaften und gedeihen. Das bewundere ich. Es zeigt, dass Wachstum und Veränderung in jedem Alter stattfinden können. Genau. Es kommt darauf an, aufgeschlossen zu sein und Risiken einzugehen. Was ist mit dem Scheitern? Welche Rolle spielt es bei der Suche nach unseren Leidenschaften? Scheitern kann ein Sprungbrett sein. Jeder Rückschlag lehrt uns wertvolle Lektionen. Ich stimme zu. Es stärkt die Widerstandsfähigkeit und hilft uns dabei, unsere Ziele zu verfeinern. Und denken Sie daran, manchmal ist die Reise selbst genauso wichtig wie das Ziel. Ja, es geht darum, den Prozess zu genießen und etwas über uns selbst zu lernen. Es kann eine Herausforderung sein, Ihren Ellen zu finden, aber die Belohnung ist es auf jeden Fall wert. Lektion 11. Die Magie der Musik. Hallo Anna, ich habe gerade Händels Messiac gehört und es hat mich umgehauen. Hallo John, das ist ein Klassiker. Wussten Sie, dass es 1743 in London Premiere feierte? Ja, ich habe gelesen, dass es von Händel selbst für die Londoner Bühne vorbereitet wurde. Genau.
Die Art und Weise, wie er Orchester und Chor kombinierte, ist einfach großartig. Welcher Teil des Messias gefällt Ihnen am besten? Ich liebe den Halleluja-Refrain. Es ist so kraftvoll und erhebend. Das ist es wirklich. Die Energie in diesem Stück macht Lust auf Feiern. Haben Sie es jemals live gesehen? Noch nicht, aber ich würde es gerne tun. Live-Musik hat etwas Besonderes. Finden Sie nicht? Absolut. Die Atmosphäre ist elektrisierend und man spürt die Emotionen im Raum. Spielst du irgendwelche Musikinstrumente? Ich spiele Klavier. Es ist eine großartige Möglichkeit, mich auszudrücken und zu entspannen. Das ist wunderbar. Ich wollte schon immer ein Instrument lernen. Irgendwelche Tipps? Beginnen Sie mit etwas Einfachem, wie der Ukulele. Es macht Spaß und ist leicht zu erlernen. Das hört sich großartig an. Vielleicht probiere ich es mal. Komponieren Sie Ihre eigene Musik? Ich probiere ein bisschen. Es macht Spaß, mit Melodien und Rhythmen zu experimentieren. Das ist großartig. Ich bewundere jeden, der Musik machen kann. Es fühlt sich an wie Magie. Das ist es wirklich. Musik hat die Möglichkeit, Menschen über Kulturen und Zeiten hinweg zu verbinden. Ich stimme voll und ganz zu. Es kann so tiefe Gefühle und Erinnerungen hervorrufen. Und Veranstaltungen wie Aufführungen können ein gemeinsames Erlebnis schaffen, das unvergesslich ist. Sicher, ich denke, der Messias hat eine so zeitlose Qualität, die bei jedem Anklang findet. Lektion 12. Die Kunst der Atmosphäre. Hallo Anna, ich habe mit Kerzen experimentiert, um zu Hause eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen. Hallo John, das hört sich wunderbar an. Welche Art von Düften verwenden Sie? Ich verwende Lavendel und Vanille. Sie helfen wirklich dabei, den Geist zu entspannen. Das sind großartige Entscheidungen. Haben Sie darüber nachgedacht, den Kerzen auch Farben hinzuzufügen? Ja, ich habe gelesen, dass Farben die Stimmung beeinflussen können. Welche Farben funktionieren Ihrer Meinung nach am besten? Ich finde, dass sanfte Blau- und Grüntöne beruhigend wirken, während warme Gelbtöne fröhlich sein können. Das ist interessant. Ich habe Kerzen in leuchtenden Farben gesehen, aber ich habe nie über ihre Wirkung nachgedacht. Rechts. Jede Farbe kann ein anderes Gefühl erzeugen. Haben Sie schon einmal versucht, Ihre eigenen Kerzen herzustellen? Noch nicht, aber ich würde es gerne tun. Es scheint ein lustiges und kreatives Projekt zu sein. Es ist. Sie können die Düfte und Farben individuell an Ihre Stimmung oder Einrichtung anpassen. Welche Materialien benötigen Sie für den Einstieg? Nur etwas Wachs, Dochte, ätherische Öle und Farbstoff. Es ist ganz einfach. Klingt machbar. Vielleicht lade ich ein paar Freunde zu einer Kerzenherstellungsparty ein. Das ist eine fantastische Idee. Es könnte eine unterhaltsame Art sein, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam etwas zu schaffen. Genau. Außerdem kann jeder mit einer einzigartigen Kerze nach Hause gehen, um ihn zu Hause zu genießen.
Und es ist eine großartige Möglichkeit, Ihren Raum mit Düften und Farben, die Sie lieben, zu personalisieren. Ich kann mir schon vorstellen, wie gemütlich es sich anfühlen würde. Haben Sie Lieblingstipps für die Kerzenherstellung? Beginnen Sie mit kleinen Mengen und experimentieren Sie mit verschiedenen Duft- und Farbkombinationen. Tolera! Ich werde das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn ich mein Kerzenabenteuer beginne. Ich kann es kaum erwarten zu hören, wie es läuft. Es kann so lohnend sein, eine eigene Atmosphäre zu schaffen. Absolut. Es geht darum herauszufinden, was Ihnen in Ihrem Raum das Gefühl von Frieden gibt. Lektion 13. Einkaufsstrategien. Hey Anna, was steht heute auf unserer Einkaufsliste? Hallo John, guten Morgen. Wir brauchen frische Produkte und einige Milchprodukte. Hört sich gut an. Haben Sie bestimmte Obst- oder Gemüsesorten im Sinn? Ich denke, wir sollten ein paar Äpfel und Spinat besorgen. Sie sind beide wirklich gesund. Tolle Auswahl. Gibt es noch anderes Gemüse, das Sie hinzufügen möchten? Wie wäre es mit Karotten? Sie sind vielseitig und können in vielen Gerichten verwendet werden. Perfekt. Sie eignen sich auch hervorragend zum Naschen. Was ist mit Milchprodukten? Wir sollten Milch und Joghurt besorgen. Sie sind gute Calciumquellen. Vereinbart. Bevorzugen Sie normalen Joghurt oder griechischen Joghurt? Ich liebe griechischen Joghurt. Es ist dicker und enthält mehr Protein. Was ist mit dir? Ich mag beides, aber griechischer Joghurt ist mein Lieblingsfrühstück. Das ist eine gesunde Wahl. Fügen Sie Ihrem Joghurt normalerweise etwas hinzu? Ja, ich füge gerne Früchte und etwas Honig hinzu. Es macht es so lecker. Lecker. Normalerweise füge ich Müsli hinzu, um es etwas knuspriger zu machen. Hast du das versucht? Ich habe. Es ist eine tolle Kombination. Was sollten wir sonst noch in unsere Liste aufnehmen? Vielleicht brauchen wir ein paar Snacks. Wie wäre es mit Nüssen oder Vollkorncrackern? Das ist eine gute Idee. Sie sind gesund und perfekt für unterwegs. Genau. Es ist schön, nahrhafte Optionen zur Verfügung zu haben. Vergessen wir noch etwas? Vielleicht etwas Brot oder Nudeln? Ja, wir brauchen unbedingt Brot für Sandwiches. Pasta eignet sich hervorragend für ein schnelles Abendessen. Perfekt. Es sieht so aus, als hätten wir eine umfassende Einkaufsliste. In der Tat. Achten Sie darauf, vor Ort nach Sonderangeboten zu suchen. Guter Gedanke. Es ist immer schön, beim Einkaufen etwas Geld zu sparen. Du fürs Zuschauen. Bitte abonnieren, liken, teilen und treten Sie unserem Kanal bei. Ihre Unterstützung hilft uns, noch mehr tolle Inhalte zu erstellen.